ein Reservelazarett im schönen Salzkammergut. Hier können die Verwundeten, die sich auf dem Wege zur völligen Genesung befinden, Wintersport aller Art treiben und neue Kraft gewinnen. Eisschießen. Ein warmer Trunk. Eine lustige Schneeballschlacht. In einem Gebirgslager des weiblichen Arbeitsdienstes. Diese Arbeitsmeiden verrichten in abgelegenen Gebirgsdörfern ihren Dienst. Sie können ihre Arbeitsstelle nur mit Ski erreichen. Der Einsatz der Arbeitsmeiden erfolgt vor allem in kinderreichen Familien. Auf den Höfen gehen die Arbeitsmeiden der Bäuerin zur Hand, deren Tageslast durch den Krieg besonders schwer geworden ist. Paris am Morgen des 4. März, nach dem Überfall britischer Bomber auf die Zivilbevölkerung der Millionenstadt. Die Bomben trafen fast ausschließlich Mietshäuser und Siedlungen der Pariser Arbeiterviertel. Über 1000 Tote und 1200 Schwerverletzte sind die Opfer dieses Anschlages. Ganze Häuserreihen wurden durch Bomben schwersten Kalibers weggerissen. Der britische Luftfahrtminister Sinclair brüstete sich noch mit dieser Aktion, die er als äußerst erfolgreich erklärte. Die Gebäude seien wie Kartenhäuser zusammengefallen. Am nächsten Tage wurde vom Londoner Nachrichtendienst als ein erheiterndes Erlebnis folgende Beileidskundgebung Churchills verbreitet. Die Regierung seiner Majestät bedauert den Tod derjenigen, die das Opfer des Bombardements von Paris geworden sind, und drückt den Familien, die so grausam getroffen wurden, ehrerbietiges Beileid aus. Wir grüßen die Toten des Pariser Gebietes mit entblößtem Haupt. Das sind die Opfer des britischen Luftangriffes. Französische Arbeiter und Arbeiterinnen, deren Väter, Söhne und Brüder den Rückzug der Engländer bei Dünkirchen decken durften. So sieht der Dank der Engländer aus. Eine französische Zeitung schreibt dazu: Im Verlauf der Kämpfe von 1940, als es darum ging, die drohende Niederlage abzuwenden, sah man keine englischen Flugzeuge am französischen Himmel. Heute finden die gleichen Flieger mutig ihren Weg nach Frankreich, um französisches Blut zu vergießen und wehrlose Zivilisten zu töten. Selbst Krankenhäuser wurden von den englischen Bombenschützen nicht verschont. In einer Botschaft Marschall Pétains an das französische Volk heißt es: Die Geschichte wird diese verbrecherische Tat des früheren Verbündeten richten,
der unsere Soldaten während des gemeinsamen Kampfes allein in den Tod gehen ließ, um 2 Jahre später mit eiskalter Überlegung unsere unschuldige Zivilbevölkerung hinzuschlachten. An der Kanalküste. Alarm bei einer Fernkampfbatterie der Kriegsmarine. Feindliche Geleitzüge versuchen, die Straße von Dover zu passieren. Sie werden unter Feuer genommen und zersprengt. Ein Messtrupp bei der Arbeit. Auf unseren Unterseebootwerften wird fieberhaft gearbeitet. Hier werden Spanten eingesetzt. Die Spanten werden mit dem Druckkörper verschweißt. Einbau von Zellen und Querwänden. Die Türme werden serienweise in besonderen Werkstätten hergestellt. Motorenbau. Der Zylinderblock eines Dieselmotors in der Bearbeitung. Eine Kurbelwelle auf der Drehbank. Die einzelnen Teile wandern zur Fertigmontage. Ein Motor auf dem Prüfstand. Die hohe Beanspruchung aller Bootsteile auf den weiten Feindfahrten setzt beste Werkmannsarbeit und schärfste Prüfungsmethoden voraus. Ein Querstapellauf. Die Art des Ablaufes ist von der Lage der Helling abhängig. Wenige Wochen später wird das Boot in Dienst gestellt. Auf Feindfahrt gegen die USA. Hier kehren U-Boote von erfolgreichem Einsatz in ihre Atlantikstützpunkte zurück. Das Boot des Kapitänleutnant Rasch. Er versenkte bei dieser Unternehmung 40.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes. Und hier das Boot des Ritterkreuzträgers Kapitänleutnant Bleichroth. Der englische Rundfunk behauptete wiederholt, Kapitänleutnant Bleichroth sei mit seinem Boot vernichtet worden. Diese Bilder beweisen das Gegenteil. Bis zum 6. März haben unsere Unterseeboote im Kampf gegen die USA insgesamt 98 Schiffe mit 663.500 Bruttoregistertonnen auf den Meeresgrund geschickt. Sie haben damit die nordamerikanische Versorgungsschifffahrt schwer getroffen. Und hier in einem Hafen an der deutschen Ostseeküste. Nachschub für die Ostfront. Soldaten der Niederländischen Legion.
Eisbrecher und Minensucher öffnen dem Geleitzug den Weg durch Eisbarrieren und Minensperren. Nun geht es über die offene See nach Osten. Im Raume des Ladoga-Sees. Finnische Artillerie im Vorrücken. Aufklärer haben die Bereitstellung starker Feindkräfte erkannt, die überraschend angegriffen werden sollen. Ein Batterietrupp erkundet weit voraus eine günstige Feuerstellung. Einschläge der feindlichen Artillerie. Die Bolschewiken legen Störungsfeuer. Feuer auf die vorgeschobenen Stellungen der Sowjets. Feuer! Deutsche Infanterie stößt durch unübersichtliches Waldgelände in die Flanke des Gegners vor. Vor dem Panzer ein Minensuchtrupp der Pioniere. Feindberührung. Stukas kämpfen sowjetische Panzer nieder, die den Weg sperren. Es geht weiter vorwärts. In zähen Einzelgefechten werden die Widerstandsnester der Sowjets ausgeräuchert. Die Bomben unserer Sturzkampfflieger vereitelten im Zusammenwirken mit der Infanterie die geplanten Angriffe der Sowjets. Allein in der Zeit vom 24. Februar bis 5. März verloren die Bolschewiken an der gesamten Ostfront 340 Panzerkampfwagen. Vor Leningrad.
Wie der Wehrmachtbericht wiederholt meldete, beschoss schwere Artillerie des Heeres mit beobachteter Wirkung kriegswichtige Ziele der Stadt. Die Luftflotten an der Ostfront unterstützen vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer mit starken Kräften die Kämpfe des Heeres. Gefangene Bolschewiken machen das Rollfeld frei. Die Startbahn wird festgewalzt. Nachschub für die vordersten Linien. Transportgeschwader sollen weit vorgeschobene Verbände, die nur unter größten Schwierigkeiten zu erreichen sind, mit Munition, Verpflegung und Brennstoff versorgen. Die Ju-52 ist der beste Transporter der Welt. Sie hat sich an allen Fronten tausendfach bewährt. Brennstoff. In wenigen Minuten sind die Tragflächen schneefrei. Auch Truppen werden von den Transportstaffeln an die Front gebracht. Zuletzt klettert die Besatzung in die Maschine. Über das verschneite Land, das hier kaum Spuren des Krieges zeigt, geht es nach Osten. Ein besonders erfolgreiches Flakgeschütz. Die Transporter haben ihr Ziel erreicht. Feldpost wird abgeworfen. Schlitten bringen die Post zu den vorderen Linien. Verbände der Waffen-SS sichern die Nachschubstraßen ihres Kampfabschnittes. Schneehütten für die Posten, die viele Kilometer von ihren Unterkünften entfernt ihren schweren Dienst tun. Ein Spähtrupp wird eingesetzt. Er soll Fühlung mit sowjetischen Verbänden suchen, die vorgeschobene Stützpunkte der deutschen Linie umgehen und abschneiden wollen. Die Bolschewiken sind gestellt und greifen an. Alarm in den vorderen Stellungen.
Im zusammengefassten Feuer unserer Infanteriewaffen ist der Angriff der Sowjets zusammengebrochen. Unsere Truppen stoßen dem Feinde nach. Rechts und links Hunderte von toten Bolschewiken. Sie wurden auf Geheiß Stalins in das deutsche Maschinengewehrfeuer gejagt und sinnlos geopfert. Die nachstoßenden deutschen Verbände haben eine Ortschaft genommen. Sie wird sofort zu einem behelfsmäßigen Stützpunkt ausgebaut. Immer wieder stürmen die Bolschewiken mit stärksten Kräften gegen unsere Linien vor. Jeder Angriff wird blutig zurückgeschlagen. Waffen und Munition für Nordafrika. Ein neuer Geleitzug übernimmt seine Ladung. Schwere und leichte Einheiten der italienischen Kriegsmarine sichern die Überfahrt. Fliegeralarm! Britische Bomber und Torpedoflugzeuge greifen an. Im Feuer der italienischen Einheiten müssen sie wieder abdrehen. Bei bewegter See geht es weiter nach Süden. Ohne jeden Verlust erreicht der Geleitzug seinen Bestimmungshafen an der libyschen Küste. An der Schwelle Nordafrikas. Verstärkung für die Panzerarmee des Generaloberst Rommel. Von Tripolis aus geht es an die Front. Transportflugzeuge bringen Brennstoff heran. Kampfflugzeuge starten zum Angriff auf feindliche Kolonnen ostwärts von Tobruk. Das sind die letzten Aufnahmen des Kriegsberichters Werner Speer, der bei diesem Einsatz den Heldentod fand. Dort unten sind die Briten.
Unsere Stukas greifen an. Riesige Sandfontänen steigen zum Himmel. Britische Feldstellungen, die weithin die Wüste durchziehen. Generaloberst Rommel besichtigt ein britisches Nachschublager, das von unseren Truppen in schnellem Vorstoß genommen wurde. Diese Panzerkampfwagen wurden von unseren Stukas zerschlagen, ehe sie noch zum Einsatz kamen. Die deutschen und italienischen Panzer bleiben weiter am Feind.